Thema, das Sie bereits am Anfang schon angesprochen hatten, kann die transatlantischen Beziehungen in den nächsten Jahren auf eine harte Probe stellen, nämlich die Beziehungen zu China. Wie wird Amerika sich gegen China positionieren und welche Rolle werden wir als EU gegenüber den zwei Nationen spielen? Also ich glaube, das ist im Moment vielleicht die große Frage. Also ich meine, Trump hat ja zumindest rhetorisch zum ersten Mal eigentlich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg davon gesprochen, dass es quasi eine Entkopplung der Volkswirtschaften geben soll. Ja, also quasi das reverse Prinzip eigentlich amerikanischer Handelspolitik seit 1945. In der Praxis war sozusagen natürlich die Rhetorik wesentlich stärker als sozusagen die realistischen Maßnahmen. Man ist relativ hart in bestimmten Bereichen gegen die Chinesen vorgegangen, gerade Bereiche, die sozusagen mit Technologieführerschaft zu tun haben, Bereiche, wo man fürchtete, sozusagen in den Supply Chain, also in den Zulieferketten, in eine Abhängigkeit zu geraten. Aber zum Beispiel bei den Finanzmärkten war man da wesentlich zurückhaltender. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass China mit den arabischen Ländern wahrscheinlich die meisten amerikanischen Staatsschuldverschreibungen halten. Und da war sozusagen von Containment dann eben doch nicht so sehr die Rede. Ich meine, wir sind ja in einer globalen Abhängigkeit aller Volkswirtschaften vom Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten. Die Chinesen halten als Teil sozusagen ihrer Finanzreserven unglaubliche Schuldtitel der Vereinigten Staaten. Und es ist eben schwer zu sagen, sozusagen, wer ist von wem abhängig in dieser Dimension, der Schuldner oder derjenige sozusagen, der die Schuldverschreibungen hat. Und insofern wird man jetzt sehen, sozusagen, wie Biden sozusagen die starke Rhetorik von Trump, die von der Entkopplung ausging, die aber de facto sozusagen doch in sehr symbolischen Schritten bestand, inwieweit Biden das neu kalibriert. Und meine persönliche Meinung ist, dass Biden vielleicht in einigen Bereichen sogar drastischer vorgehen wird wie Trump. Da, wo man einfach strategische Technologieinteressen sieht, da, wo man sozusagen in der Perspektive um ganze Branchen, um Arbeitsplätze sich also fürchtet. Und auf der anderen Seite sozusagen wird er, sagen wir mal, diese Frontalrhetorik etwas zurückfahren, weil er natürlich auch sich darüber im Klaren ist, dass ein Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten für die Weltwirtschaft eine Katastrophe und damit auch für die amerikanische Volkswirtschaft sehr problematisch wäre. Also wie gesagt, die Vorstellung, dass das sich etwas entspannen würde, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, die Rhetorik wird zurückhaltender sein. In der Sache könnte es sein, dass Biden vielleicht sogar konsequenter gegen China vorgeht, als es sein Vorgänger getan hat. Und ach so, Entschuldigung, und in Bezug auf die transatlantischen Verhältnisse, wir haben natürlich eine amerikanische Handelsgesetzgebung, die aus den 80er Jahren, also späten 80er Jahren, früher 90er Jahre des letzten Jahrhunderts stammt und die ja relativ drastische Instrumente sozusagen, was die Inanspruchnahme von Drittstaaten und amerikanischer Handelspolitik betrifft. Das heißt also ein Export-Ban oder das Ausschließen sozusagen von chinesischen Zulieferern für bestimmte strategische Investitionen umfasst sozusagen jetzt rein handelsrechtlich aus amerikanischer Sicht eben doch auch ein erhebliches Erpressungspotenzial, was sozusagen zum Beispiel europäische Firmen betrifft. Und man hat das ja schon deutlich gesehen in sehr viel kleinerem Maßstab im militärischen Bereich, dass die Amerikaner sofort die Lieferungen von Kampfflugzeugen an China gestoppt hat, als China als Teil seines Raketenabwehrsystems russische Technologie kaufte. Und ich glaube, da werden wir in ganz kompliziertes Fahrwasser geraten, weil die Verflechtung, die internationale Technologieverflechtung, gerade bei der Digitalisierung, sei es sozusagen jetzt bei profanen Infrastrukturinvestitionen, aber sei es auch in kompletten sozusagen Systemen wie Zahlungssysteme und so weiter, hat natürlich schon zu einer hohen, also technologischen Integration global geführt. Und die Amerikaner haben aus ihrer Sicht die Instrumente, sagen wir, Boykottmaßnahmen oder den Ausschluss an
öffentlichen Aufträgen eben auch sehr robust durchzusetzen, unter, sagen wir mal, in Kaufnahme sozusagen, das auch ihren anderen Handelspartner aufzuerlegen. Also es könnte zum Beispiel sein, wenn Europa, also in der Huawei-Frage war das ja schon sehr deutlich, wenn die Amerikaner nicht bereit sind, Huawei oder chinesische Hersteller in amerikanische Infrastrukturinvestitionen einzubeziehen, dass sie das Ganze erweitern werden auf die Infrastrukturen, sozusagen die Vereinigten Staaten mit dem europäischen Binnenmarkt verbindet. Und das dürfte natürlich zu einer ganzen Reihe von Konflikten führen.